Ich bin Michele Weber, ich bin Professor für Teilchenphysik hier an der Uni Bern. In meinem Gebiet da geht es um die elementaren Teilchen, also um die Grundbausteine vom Universum und die Kräfte, die zwischen diesen Teilchen herrschen. Wir machen das experimentell mit Experimenten auf der ganzen Welt, zum Beispiel eines in den USA, nahe Chicago, da erforschen wir Neutrinos, schon bekannte Teilchen, da geht es um deren Eigenschaften, oder auch am CERN, am Large Hadron Collider, an einem Experiment, da suchen wir auch nach Teilchen, die man noch nicht gefunden hat, oder auch nach neuen Kräften. Da meine Forschung sehr fundamental ist und es da eben um die grundlegenden Gesetze der Natur geht, ist nicht unbedingt gegeben, dass wir an einer Anwendung arbeiten, die in 2, 5 oder 10 Jahren dann existiert. Um diese fundamentalen Physik dann in eine Anwendung zu bringen, müsste man daraus eine Formel zuerst machen. Das sind also die Formeln, die in Formelsammlungen enden, die man dann in der Zukunft, die ein Ingenieur benutzen wird, um eine Anwendung zu machen. Wenn wir die Natur im Fundamentalsten besser verstehen, dann kann man auch mit der Natur nachhaltiger umgehen. Interessant ist, dass all diese Gesetzmäßigkeiten, die das Universum und die Natur im Fundamentalen auch steuern, die sind sehr direkt auf mathematische Grundkenntnisse verbunden, zum Beispiel Symmetrien. Wir machen also in dem Sinne eine Weltformel, die aus ganz wenigen Voraussetzungen dann die ganze Natur erklären kann. Diese Forschung ist kein Luxus, obwohl sie vielleicht nicht eben direkt Anwendungen in den nächsten 2 bis 5 Jahren erzeugt, ist es trotzdem unverzichtbar, diese grundlegenden Kenntnisse daran zu erforschen, um in einer mittleren bis ferneren Zukunft dann neue Anwendungen zu finden. Insbesondere in der heutigen Zeit und in der momentanen geopolitischen Lage gibt es natürlich schon Fragen zu Grundlagenforschung, die erst in 50 oder 100 Jahren relevant wird, ob man das nicht verschieben könnte, ob es überhaupt dringend ist. Und da kann man in meiner Forschung auch sehen, dass wir zwar nicht direkt an Anwendungen arbeiten, aber dadurch, dass unsere Experimente, das ist etwas, was noch nie jemand gemacht hat, das sind Teilchen, das sind Kräfte, die man noch gar nicht kennt. Da entwickeln wir Sensoren, Detektoren, da entwickeln wir Technologien, da treiben wir die Spitze von dem, was heutzutage möglich ist. Und dadurch treiben wir auch indirekt Fortschritte, die kurzfristig eine Relevanz haben. Zum Beispiel das Internet wurde am CERN erfunden, aus einer Notwendigkeit, weltweit Leute zusammenzubringen. Quantenphysik, vor 100 Jahren entdeckt, nicht mit dem Ziel, das Energieproblem zu lösen mit Solarzellen, aber heute könnte man das nicht machen, wenn daran nicht geforscht wurde. Auch zum Beispiel in der Medizin, Isotope, Protontherapie, in der Diagnostik oder in der Therapie, wo unsere Forschung indirekt Technologien weitertreiben, die dann eine Anwendung finden. Auch wenn ich selber persönlich nicht an solchen Anwendungen forsche oder die nicht entwickle, ist es trotzdem so, dass eben unsere Spitzenforschung Technologien weitertreibt, das Wissen weitertreibt und dadurch wie einen Sog gibt, wo natürlich andere Leute auf der Welt dann diese Anwendungen entwickeln können. Damit ist es nicht ein Luxus, sondern es ist wirklich fundamental eine Notwendigkeit, solche Spitzenforschung zu betreiben, damit man in alle Richtungen auch Fortschritt machen kann.